Hallo, ich bin noch immer Michael, das ist X-eSports. Wir sind inzwischen bei Episode 4 angekommen und der Fall, den wir uns heute anschauen, heißt A License on a Plate. Wir befinden uns in einem fiktiven Land, Speedlandia, in dem Autofahrer durch Überwachungskameras gefilmt werden, aufgezeichnet werden, die Kennzeichen notiert und die Geschwindigkeit gemessen und diese Daten werden uns nun zur Verfügung gestellt. Es gibt hier ein Geschwindigkeitslimit von 50 km/h und das darf eigentlich nicht überschritten werden. Der ein oder andere tut das trotzdem und diejenigen wollen wir ermitteln und dann eben schauen, dass wir auf ein Ergebnis kommen. Was wir genau tun sollen, steht hier. Wir sollen die Buchstaben auf den Kennzeichen, die 51 km/h oder mehr fahren, ignorieren und die Werte jeweils zusammenzählen. Das heißt, im Beispiel wird das nochmal genauer erklärt. Im ersten String, sage ich jetzt mal, werden zwei Kennzeichen gefunden, die mehr als 50 km/h fahren. Das ist HS7273 und KC7349, die mit 56 respektive 51 km/h fahren und damit zu schnell sind. Die Werte der Kennzeichen, das heißt die 7273 und die 7349, sollen aufaddiert werden und die kommen dann eben auf das Ergebnis 14.622, wie im ersten Beispiel dargestellt. Was ich jetzt als erstes machen werde, ist, dass ich mir die Werte, die Aufgaben, das Data Transcript in ein neues Sheet rüber kopieren werde und dann habe ich sie schon mal hier bestehen. Ich könnte jetzt eventuell mit der Text-Split-Funktion arbeiten. Wenn ich allerdings hier auf meine Funktion klicke und in die Textfunktionen reingehe, dann müsste ich hier eben die deutsche Entsprechung der Text-Split-Funktion finden, um damit arbeiten zu können. Das tue ich nicht. Ich habe diese Funktion nicht zur Verfügung und deswegen muss ich eine andere Herangehensweise machen. Wenn ich mir die Daten jetzt genauer anschaue, dann sehe ich, dass ich zwei verschiedene Trennzeichen habe. Einmal ist das der schräge Strich und einmal ist das der doppelte senkrechte Strich, die die Datensätze trennen. Also zum einen der doppelte Strich trennt die Datensätze an sich und der schräge Strich trennt das Kennzeichen von der gefahrenen Geschwindigkeit. Nachdem ich es so haben möchte, dass hier das erste Kennzeichen steht, hier die gefahrene Geschwindigkeit und hier dann der nächste Fall, nächste Kennzeichen, nächste Geschwindigkeit, muss ich jetzt im ersten Schritt erstmal dieses Trennzeichen ersetzen. Das mache ich hier, indem ich eintrage leer, Schrägstrich leer und das soll mir durch den senkrechten Strich ersetzt werden. Wenn ich die Leerzeichen nicht mitnehmen würde, dann würden mir mehr Datensätze gefunden werden, denn ich habe in kmh natürlich auch den schrägen Strich drin stehen und den möchte ich eigentlich einfach nicht haben. So, ich markiere mir die Spalte A, gehe jetzt auf Daten und habe hier die Funktion Text in Spalten. Da wähle ich getrennt, gebe das Trennzeichen nicht mit Tab-Stopp, sondern andere und gebe hier meinen senkrechten Strich ein. Ich klicke hier das Häkchen aufeinanderfolgende Trennzeichen als ein Zeichen behandeln ein, um eben diese zusätzliche Spalte, die mir hier geschaffen wird, zu vermeiden und kann einfach auf Fertigstellen klicken. So, wunderbar, jetzt sehe ich hier schon meine Daten, schön aufbereitet. Ich sehe, dass ich überall genau gleich viele habe. Das ist auch schon mal, macht es mir leichter bei der Formelbehandlung. Und dann möchte ich jetzt zusätzlich noch natürlich die kmh-Werte als reine Zahl dastehen haben. Es ist überall das gleiche Format. Deswegen gehe ich wieder auf Steuerung H, das Ersetzen durch mache ich leer und ich gebe hier wieder mein Leerzeichen kmh ein, klicke auf alle ersetzen und jetzt sehe ich auch gleich, dass mir die Zahlenwerte nach rechts gerückt sind, während meine Kennzeichen noch linksbündig sind. Das gibt mir zu verstehen, dass die Zahlenwerte, die Geschwindigkeiten als Zahl erkannt werden und die anderen Werte eben als Text linksbündig angereiht werden. Ich gehe jetzt wieder auf Start, gehe auf die Zellenvorlagen und mache das mir jetzt einfach grün und übertrage mir das Format jetzt hier rüber. Damit weiß ich relativ einfach und schnell, wie weit ich nach rechts gehen muss oder kann, um die Formel nicht zu weit zu kopieren. Wenn ich die Formel nämlich zu weit hier rüber kopieren würde und einen Bezug hier auf A1 mit nach rechts rüberziehe, dann wird meine Formel irgendwann hier drüben wieder auf W1 angewandt und dann habe ich irgendwann eine Rekursion drin, die ich unbedingt vermeiden muss und deswegen möchte ich die Formel nur so weit rüber kopieren, wie ich es eben habe. Gut, jetzt mache ich hier den Fall, dass ich einfach
abfrage, ist gleich, wenn der Wert hier größer als 50 ist, dann soll er mir erstmal var eintragen. Ansonsten möchte ich das leer haben. Jetzt kopiere ich das rüber und was ich sehe, ist, dass mir hier jede Menge hier eingetragen wird. Und hier steht auch nicht der Gartenzaun drin, sondern eben auch dieses Wahrheitszeichen. Das liegt daran, dass Excel einfach Text als einen Wert erkennt und der auch über 50 liegt. Ich kann mir allerdings jetzt nicht anzeigen lassen, welchen Wert genau Excel dahinter erkennt. Das sagte mir leider nicht, aber ich weiß, dass er es als Wert, der größer als 50 ist, erkennt. So, ich brauche also jetzt eine zusätzliche Option, wie ich ermitteln kann, dass das auch wirklich nur diese Geschwindigkeiten oder nur ein Zahlenwert ist, der wirklich abgefragt wird. Das könnte ich auf unterschiedliche Funktionen machen. Ich kann zum Beispiel fragen, wenn dieser Wert, der hier nehme ich jetzt, also ich nehme jetzt bewusst das Kennzeichen, wenn der kleiner ist als 99.999, dann soll er mir ein wahr angeben, ansonsten ein falsch. Und dann sehen wir eben, dass das für das Kennzeichen falsch ist, für die Zahl allerdings wahr. Das ist die eine Variante, das ist allerdings nicht besonders schön. Stattdessen mache ich lieber die einfache Formel ist-Zahl und die gibt mir dann eben ebenfalls gleichzeitig bei einem Zahlenwert wahr aus und bei einem Kennzeichen falsch. Das wende ich jetzt hier an, füge das hier als zusätzliche und-Funktion ein. Ich schreibe hier und b1, das ist größer als 50, das nehme ich mir kurz in die Zwischenablage, mache meine zweite Bedingung, das schreibe ich lieber gleich, ist-Zahl b1, nachdem mir diese Funktion ist-Zahl ohnehin wahr oder falsch liefert, brauche ich also wirklich nur diese Funktion ist-Zahl und keine weitere Bedingung und kann das dann hier rüber kopieren. Ich sehe jetzt genau, dass mir diese beiden Fälle, ich marschiere das mal raus, diese beiden Fälle, dass eben die 56 und die 51 mir jetzt als wahr angezeigt werden. Wenn ich jetzt nochmal in die Cases reinschaue, dann kann ich hier lesen, dass die Kennzeichen jeweils nach dem gleichen Prinzip aufgebaut sind. Das heißt, two capital letters, also 2 großgeschriebene Buchstaben, gefolgt von einer Nummer von 1 bis 9999. Ich gehe also hier rüber und kann jetzt einfach sagen, dass er mir den Teilstring zurückgeben soll, also Teil. Als Text ist es eben dieser Wert. Das erste Zeichen ist dann die 4. Stelle, denn ich möchte die beiden Großbuchstaben und den Bindestrich nicht mitnehmen, sondern möchte als ersten Zeichen wirklich die erste Zahl haben und gebe jetzt eine 4 ein. Und als Anzahlzeichen würden mir jetzt theoretisch eine 5 reichen. Ich mache jetzt einfach mal eine 9 rein, um das darzustellen. Ich zeige mal ganz kurz, was passieren würde, wenn ich eine 3 eingebe. Dann wird mir nämlich nur eben der Teilstring von der Länge 3 angezeigt und das wäre eben 475. Ich möchte aber die komplette Länge haben. Und nachdem es Excel egal ist, ob dahinter noch mehr kommen würde oder nicht, er wird mir dann immer den Rest angeben, sofern ich eben hier eine höhere Zahl als den verbleibenden Rest eintrage. So kann ich das eben dann auch so abschneiden. Ich sehe, dass es jetzt wieder nach links gerückt ist. Das heißt, das hier wird wieder als Text erkannt. Ich muss also hier jetzt wieder meine Wertfunktion drumherum bauen und sehe dann, es wird wieder nach rechts gerückt und damit ist das genau das, was ich haben möchte. Ich kann das in die Zwischenablage nehmen und füge das jetzt gleich hier ein, denn ich möchte das hier genau für den Fall, möchte ich den Wert von A1 sehen, wenn der Wert von B1, über diesen 50 km/h liegt. Damit ist meine Formel so korrekt und richtig und diese kann ich jetzt hier rüber kopieren und ich sehe jetzt gleich, dass eben das Kennzeichen 7273 und 7349, ich habe jetzt nur scheinbar vergessen, das scheint schon als Zahl zu sein, wir werden es gleich sehen. Ich gehe hier jetzt mal als die Summe hier rein, ja und es ist nach wie vor als Zahl erkannt. Ich weiß jetzt nicht genau, warum es mir linksbündig gemacht hat, vielleicht weil vorher eben ein Text drin stand. Jedenfalls erkennt es als Zahl und damit kann ich das aufaddieren. Ich kann mir jetzt die ganze Formel hier rüber kopieren, runter kopieren und dann habe ich die jeweiligen Kennzeichen für den Fall. Ich gehe rüber, füge hier meine Werte ein und sehe, dass alles grün wird. Alle Häkchen werden grün, alles passt auch alles. Was ich jetzt hier noch als kleines Beispiel zeigen wollen würde, ist, dass ich mir jetzt unterschiedliche
Kennzeichenarten noch hier einfüge, nämlich dass hier vielleicht mal ein zusätzliches Leerzeichen, vielleicht auch hier nochmal eins drin steht und ich also nicht so ganz genau sicher bin, wo eigentlich mein Bindestrich ist. Und so, ich möchte nur kurz abdecken, dass man dann eben auch sieht, wie man mit etwas schmutzigeren Daten, nenne ich jetzt mal, arbeiten kann und wie man da ebenfalls dann das Ergebnis rausbekommt und gleichzeitig was passiert, wenn ich die Wertfunktion nicht einsetze. Das heißt, ich mache jetzt hier erstmal die Finden-Funktion, nutze ich jetzt. Ich suche den Bindestrich und nehme als Text eben das Kennzeichen und sehe dann, an welcher Stelle jeweils der Bindestrich ist. Jetzt kann ich da wieder meine Teilfunktion drumherum stricken. Ich nehme natürlich wieder das Kennzeichen als meinen String. Das erste Zeichen ist eben der gefundene Bindestrich plus ein Zeichen und die Anzahl der Zeichen bleibt bei 9. Jetzt war ich zu faul, die Klammer zu schließen. Ich drücke also einfach Enter und kann die Formel so runterkopieren. Wenn ich jetzt eine Summe darüber bilden würde, sieht man aber, dass eben 0 rauskommt. Und das ist eben genau der springende Punkt, warum ich hier meine Wertfunktion drumherum bauen muss und das eben dann so bauen kann, damit das eben auch aufaddiert wird. Also ich muss also schauen, dass nicht nur eine Zahl dasteht, sondern dass Excel diese auch als Wert erkennt. Ja, und das ist eben, wie man jetzt diesen Fall A License on a Plate in angegebener Zeit, das waren jetzt ungefähr 10 Minuten, die ich gebraucht habe, mit Erklärung, wie man den so lösen kann. Und ich hoffe, es hat euch was gebracht, dass ihr was davon vielleicht gelernt habt oder eine neue Art gefunden habt, wie ihr diesen Fall auch lösen hättet können. Wie gesagt, es geht hier nicht unbedingt darum, dass das die eleganteste Lösung ist, sondern dass es die schnellste Lösung ist, die man sich so eben bauen kann in solchen Fällen und dass man möglichst viele Beispiele in kurzer Zeit eben lösen kann. Natürlich könnte man das alles auch von Hand machen, aber ich glaube, da wäre man wesentlich langsamer als jetzt diese 10 Minuten, die ich ungefähr gebraucht habe. Wie gesagt, ohne die Erklärung darum wäre es natürlich innerhalb von 5 Minuten möglich gewesen, wenn man natürlich den Fall auch vorher kennt. Man muss sich natürlich auch immer ein bisschen in den Fall einlesen. Gut, nächste Woche geht es hoffentlich mit dem Fall Bingo weiter. Ich hoffe, dass ich bis dahin dann das nächste Video gedreht habe. Es passieren nämlich immer so tolle Sachen, wie dass man ein Video aufzeichnet und dann der Ton einfach nicht da ist. Das ist mir jetzt 3-mal passiert. Ja, deswegen ist jetzt auch meine komische Konstruktion mit dem um den Hals hängenden Headset, weil ich mich nämlich hier selbst hören würde. Und das ist sehr irritiert, wenn man sich gleichzeitig selbst hört, wenn man hier was erklären möchte. Deswegen diese Lösung, ja, ich bin halt noch nicht wirklich professionell, das sieht man ja auch an der Anzahl der Follower und der Anzahl der Videos, die Anzahl der Likes auf meinen Videos. Ihr könnt das gerne ändern, hinterlasst gerne ein Like und ein Abo auf dem Kanal. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann natürlich auch die Glocke aktivieren, aber das ist ehrlich gesagt sowas von egal, weil ich werde mit meinem Kanal sowieso wahrscheinlich nie in eine Monetarisierung kommen. Also macht, was ihr wollt, macht auch einen negativen, aber wenn es euch was bringt, dann kommentiert eben auch gerne und vor allem schickt mir eure eigenen Fälle. Wenn ihr Lust drauf habt, dass ich eure Fälle löse, dann schickt mir die. Ihr müsstet allerdings sicher sein, dass ich die Daten oder das, was hier jeweils dargestellt wird, auch zeigen darf. Nicht, dass da irgendwelche persönlichen Daten drinstehen von real existierenden Personen, irgendwelche E-Mail-Adressen oder sowas. Das darf ich natürlich hier nicht zeigen. Und da müsstet ihr auch sicherstellen, dass ihr das, was ich und was ihr dann sehen würdet, dass das eben auch anzeigbar ist. Da müsstet ihr dann ein wenig die Verantwortung übernehmen. Ansonsten freue ich mich, wenn es euch gefallen hat und ich hoffe eben, wie gesagt, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Macht's gut, habt eine schöne Zeit.